Leute, heute sind wir wieder unterwegs, diesmal an einer alten Grube. Wie ihr hier sehen könnt, haben wir womöglich schon ja, den Eingang zu einer Sprengstoffkammer entdeckt. Und ja, mal gucken, wie es hier weitergeht. Wir sehen uns gleich. So Leute, wie ihr sehen könnt, wir stehen jetzt vor dem Mundloch, gehen jetzt praktisch in die Grube rein. Hier wird jetzt schon fleißig abgestiegen und dann schauen wir uns das Ganze gleich mal von drin an. So Leute, wir sind jetzt hier abgestiegen. Da oben seht ihr noch das Mundloch und jetzt geht es hier fleißig weiter in den Stollen. So, hier seht ihr schon das erste Geröll hier. Da vorne sind die anderen. Da oben ist dann ein kleiner Zugang, ein kleiner Spalt, wo wir praktisch dann weiter vorgehen. So, das ist jetzt hier der Eingang, kleine Spalt. Hier geht es praktisch weiter in die nächste Sohle. Wie ihr seht, muss man sich hier ein bisschen klein machen, sonst schafft man es nicht. So, wie ihr sehen könnt, sind wir jetzt durch den schmalen Spalt reingekommen. Und gehen jetzt praktisch durch so ein Holzportal. Und kommen jetzt hier in die nächste Halle. Ui, das ist aber spektakulär. Das sieht schon krass aus. So, wie ihr sehen könnt, geht das hier nochmal ein bisschen nach unten und man passiert jetzt im Prinzip so einen Stollenausbau mit Holzbalken, die zum Teil schon eingefallen sind. Und man sieht auch noch einige Metallrohre an der Seite, wahrscheinlich für Abwasser oder Belüftung, eins von beiden. Ja, das sieht schon richtig gewaltig aus hier unten. Klasse.
praktisch jetzt unter der Konstruktion. Hier sieht man noch für die Weiche diesen Drehteller. Es geht jetzt praktisch in alle Richtungen. Da hinten ist verbrochen. Hier sieht man schon einige Loren. Hier auch. Wirklich so eine Kipplore. Ah gut, da hinten geht es ja auch noch hoch. Scheinbar. Da sieht man noch eine Holzleiter. Eine alte. Da ist das Gleis, genau. So, hier ist einfach nur noch mal ein Loch zu sehen. Wahrscheinlich irgendwie war das auch mal ein Zugang zu einer unteren Sohle. Hier haben sie jetzt praktisch nur die Reste jetzt hier von der Anlage zum Teil reingekippt. Ja, da oben kann man noch sehen. Nochmal die Loren. Sieht schon klasse aus. Das sind insgesamt jetzt hier noch 3 Stück, die hier stehen. Und daneben jetzt hier noch ein Rohr für das Wasser wahrscheinlich, das zum Teil schon kaputt ist. Seite weiter. Jetzt wird es ein bisschen eng. An den Loren vorbei. Geht es jetzt hier weiter in den Stollen. Läuft hier so ein bisschen auf diesen alten kaputten Rohr. Und da hinten scheint es jetzt wieder eine Passage zu geben, die ein bisschen kniffliger ist. Hier unten ist schon überall Wasser in der Anlage. Ja, und da hinten geht es im Prinzip wieder durchs nächste Loch. Ja, schauen wir mal. So, jetzt sind wir durch den schmalen Zugang gegangen. Gerade jetzt hier nochmal in so einem blinden Stollen. Jetzt seht ihr hier nur, da hinten ist Ende. Hier hatten sie wahrscheinlich dann nur bis zu dem Punkt gearbeitet. Hier ist noch eine alte Holzkiste, was auch wirklich total interessant ist, dass sich das Holz hier noch so lange hält. Und es ist auch halt noch gut in Schuss aus. Es fällt nicht zusammen, wenn man es berührt. Ja, und hier hinten, das ist nicht verbrochen, es ist einfach nicht zu Ende gearbeitet. Hier ist die Gleise zu Ende. Hier ist, ach so, jetzt sehe ich das erstmal. Das ist hier eine Weiche. Das hat man im Prinzip draufgelegt und konnte dann hier die Loren verschieben. Ja, das ist auch blind. Hier hatten sie dann auch nicht weitergearbeitet. Ja, und hier wird es gleich nochmal spektakulär. Hier geht es im Prinzip eine Sohle tiefer. Die Leiter sieht schon vielversprechend aus. Wie ihr seht, geht es jetzt bis da unten hin. Das sind jetzt 2 Sohlen.
Und die müssen wir jetzt mit so einer Leiter hier bewerkstelligen. Das heißt, es geht nochmal runter, aber da ist dann noch die Schienen, die dann praktisch in Wasser reinlaufen. Ja. Kann man ein schönes Foto machen, aus Wasser. Ja. Da unten steht so 20 bis 30 cm das Wasser. Oh, komplett. Ja. Wie ihr sehen könnt, sind wir jetzt hier die Leiter runtergestiegen. Und da könnt ihr das sehen. Da sind wir jetzt runtergekommen. Befinden uns jetzt 2 Sohlen tiefer, wenn ich richtig liege. Und hier ist jetzt richtig Wasser. Und hier, wie ihr sehen könnt, hat sich einiges an Wasser gesammelt. Da geht es jetzt nicht weiter an der Lars. Dann geht es jetzt hier weiter. Muss ich ein bisschen aufpassen. Da ist ja locker so 30 cm Wasser auf jeden Fall. Schauen wir mal. So Leute, wie ihr sehen könnt, ja, es war dann doch tiefer als gedacht. Ich habe jetzt in beiden Stiefeln Wasser. Es ist locker mehr als 30 cm. Da hinten wird es jetzt weitergehen. Aber für uns geht es hier erstmal nicht weiter. Wie ihr sehen könnt, läuft es mir hier schon aus den Stiefeln raus. Und jetzt gehen wir Richtung Ausgang. Passieren jetzt hier nochmal den Abschnitt mit den Loren.